willkommen bei Lockpicking Nord. Julian hatte in einem seiner letzten Videos angekündigt, dass er das Master Pro Series 6327 aufmachen will. Hat er auch versucht, er hat nur Schwierigkeiten, das zu spannen, weil wir keinen so perfekt passenden Spanner haben, denke ich mal. Er hat einen gefunden in so einem günstigen China-Set, der hier ziemlich gut verkeilte und hat das Schloss damit auch aufbekommen. Aber der ist jetzt irgendwie verbogen, verknaddelt, irgendwas. Und deswegen, ja, kriegt er das noch nicht mehr auf. Das muss ich daran. Ja, ist so. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich es aufbekomme, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, das Feedback könnte echt besser sein. Als erstes ist es mal ein 6-Pin-Schloss. Ziemlich viele Hochs und Tiefs, gar nicht so einfach an sich, aber das Schlüsselprofil ist zum Glück relativ gerade. Andersrum. Man kommt mit einem dünnen Picker, das ist mein Pick aus einem Puck-Sägeblatt, der ist ungefähr 0,4 mm stark, kommt man von hier unten relativ gut genau an diesen beiden Ecken vorbei an die Pins ran. Ja. Wie gesagt, das Feedback könnte besser sein, auf jeden Fall. Es pickt sich im Großen und Ganzen so, als wären fast nur Standard-Pins drin eigentlich, muss ich sagen. Manchmal kriege ich ein kleines Vorset, den Kern ein bisschen auf Kipp, manchmal auch nicht. Manchmal merke ich gar nicht, was wirklich in dem Schloss passiert und ich bin eigentlich schon kurz vorm Aufgeben und plötzlich ist es offen. Wir gucken mal, was heute passiert. So, das war 6. Ich habe es schon ein paar Mal gepickt. Eins habe ich eben gerade gesetzt, aber heute noch nicht und auch die letzten Tage nicht. Muss aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein. Mal gucken. Ja, immer aufpassen, den Spanner ab und an mal ein bisschen nachsetzen, dann fliegt er eigentlich auch nicht weg. Mal gucken, wie ich besser um die Kamera rumkomme und man trotzdem noch was sieht. Das war 5. 4 hat ein bisschen Feedback gegeben, obwohl ich nur ein ganz kleines bisschen angetippt habe. Hier bin ich bei 2. Jetzt habe ich irgendwie was verloren hinten, aber es könnte, glaube ich, sogar sein, dass sich der Kern ein bisschen gedreht hat dadurch. Also gar kein Fehler. So, Spanner noch mal ein bisschen nachsetzen. Das ist 2. 1. 6. Jetzt habe ich den Kern wirklich ziemlich doll auf Kipp. Jetzt muss ich eigentlich bloß noch nach Gegendrehungen suchen. Bloß noch, sagt sich so einfach. Bei einem Kern, der da so lose im Gehäuse sitzt. Gar nicht immer so leicht auseinanderzuhalten. 3 nicht, 2. 2. Ich glaube, ich zu tief gesetzt. Ein bisschen loslassen. Ja, sitzt noch gut. Knirschte so komisch. Meistens ein gutes Zeichen, dass irgendwas nicht so ist, wie es soll. Und 1 nochmal. So, auch nicht. Ich glaube 6 ist wieder zurück. Genau. 6 war das. Oh. Genau, das ist das Gefährlichste, dass man den Spanner verliert in dem Moment, in dem man versucht, das Schloss aufzumachen, den Bügel zu entriegeln. Weil die Federspannung richtig stark wird, wenn man erstmal das Schloss halb aufgedreht hat. Gut, zum Auseinandernehmen. Ich hatte schon mal reingeguckt, da ich ja einen Schlüssel habe, ob ich passendes Werkzeug habe. Da ist nämlich eine Imbusschraube drin. Allerdings keine europäische natürlich, ist ja auch amerikanisches Schloss. Was allerdings gerne mal funktioniert bei Imbusschrauben, für die man keinen passenden Schlüssel hat, ist ein Torx-Schraubenzieher oder ein Torx-Bit. In dem Fall ist es ein T15. Der passt hier wunderbar. Nicht immer das Beste für die Schraube, aber in dem Fall muss ich noch nicht mal Gewalt aufwenden, also denke ich mal geht das schon. Natürlich habe ich die Schraube wieder... Ach nee, gut. Hängt nur fest an dem Gewinde, das hier reingeschnitten ist. So, der ganze Kram kommt raus, Schloss kommt weg. Offen ist es auch noch. Überlege gerade, können wir eigentlich... Ja, ich mache es nochmal zu. Bevor sich irgendwas verdreht und hier oben die Pins rausfallen, lassen wir das lieber dabei. So, Clip kommt ab. Auch
glaube ich, der Schraubendreher für. Genau. So, Kleinteile weg. Schlüssel nehmen wir zum Zerlegen, drehen das so, dass das Stück vom Halbmond hier noch die Gehäusepins abdeckt. Ich nehme wieder meinen guten 10 mm Dübel als Follower. Jetzt fallen die Pins hier unten raus und machen das so. Wunderbar, das scheint geklappt zu haben. Gut, da sind alle 6 Pins. Nichts Besonderes drin, denke ich mal. Mal sehen. 1. Oh, da war 2 gleich mit, aber das ist 2, das ist 1. Das sind soweit Standardstifte. 3 ist ein Standardstift. 4 ebenso. 5 ein Standardstift. Und 6 auch. Gut. Kann der Kern schon mal weg. Dann gucken wir, was wir hier drin haben. An 1. Eine Spule. An 2. Auch eine Spule. 3. 3 guckt gar nicht weit raus. 3 hat eine ganz dünne Feder oder zerquetschte. Ist aber auch eine Spule. Ich schätze mal, dass die kurze Feder, die noch kürzere Feder, kurz sind sie alle ohnehin, hierhin gehört. 4. Auch eine Spule. Na. 5. Jetzt muss ich einmal kurz weglegen. 5 ist ein Pin mit 2 richtig feinen Rillen. Ich hoffe, die Kamera zeigt das. Und 6 ist wieder eine Spule. Na, da schau einer an. Gut. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist ehrlich gesagt noch, ich stecke hier nochmal die Kernstifte rein. Wie effektiv dann jetzt hier die Pins sind, die Stifte, weil wir ja, oder ich ja, praktisch kein Feedback habe. Na gut, man sieht ja hier schon. 1, 3 und 6 können nicht besonders effektiv sein, weil die Kernstifte viel zu lang sind. Das heißt, die Spule fungiert schon mal als Standardstift. Die Spule sehr effektiv. Die dritte Spule wieder nur ein Standardstift. Vierte Spule einigermaßen effektiv. Sehr gut. Der mit den 2 Rillen, sehr effektiv. Die greifen allerdings, doch, die eine greift ziemlich gut, die andere nicht so. Und der 6. kann ja auch wieder nicht besonders effektiv sein, ist auch so. Naja, gut. Kein Wunder, dass sich das Ding zumindest teilweise so pickt, als wären nur Standardstifte drin. Da würde ich ja, wenn ich Master wäre, mal ein bisschen an den Stiftlängen arbeiten. Naja, fein. Das war es für heute jedenfalls. Ich baue das Ding gleich wieder zusammen und gebe das Julian nochmal. Ich hoffe mal, der fühlt sich herausgefordert, bestimmt sogar, dass er das Ding auch nochmal picken wird. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss.